Willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir ja ein Quest von Zero abgeschlossen. Ich stehe weiterhin hier. Das erkennt ihr daran, dass der Moonwalker immer noch im Hintergrund steht? Ja, er steht ja nicht. Seit wann steht ein Moonwalker? So, jetzt sprechen wir nochmal mit Zero. Vielleicht gibt es ja noch einen Quest. Karanz, do you need something? Jetzt kommen wir darüber schon, warum sie so sicher war, dass die Missionare logen. Okay. How did you know that those missionaries were lying? After all, given the situation, your mother could have wanted to form an alliance. I knew my mother well. We were close. She would never have renounced her beliefs to forge an alliance. So, ihr sagt, dass es angesichts ihrer Kultur logisch scheint. Ihr sagen, dass die Notwendigkeit manchmal keine Gesetze kennt. Ihr sagen, dass sie es hätte tun können, um ihre Töchter zu schützen. Kultur. I think I understand. Your island, your culture, and your faith are so closely tied that you cannot renounce one without renouncing the others. Exactly. The earth talks to us because we believe in its spirits. Without these beliefs, we would be but empty shells. Our mother would never have wanted that for us. I am happy to see that you understand us so well. Anything else? Oh, der Ruf ist gleich nochmal um 2 gestiegen. Warum sie und ihre Schwester so unterschiedlich sind, okay. Why are you and your sister so different? If you're talking about physical differences, they're linked to the fact that Iseld is not on Olmenawi. When we were little, we were perfectly identical. But our tempers were always different. Also ihr sagen, wie froh du bist, dass sie sanfter als ihre Schwester ist. Sie fragen, wie sie als Kind war. Das mit dem Kind oder mit dem Sanft? Doch, nehmen wir mal das mit dem Sanft. Das könnte zwar auch schief gehen, weil er vielleicht so nicht rüberkommen will, aber gut. I have no trouble believing it, and I'm glad that out of the two sisters, it's the gentler one who is by my side now. Gentler? Really? The lion soldier on the battlefield would not have agreed. Anything else? Da hat sie wohl recht. I must leave you. See you later. Hätte ich doch nach der Kindheit fragen sollen. Wer weiß, wer weiß. Jetzt schauen wir einmal ins Questbuch. Es gab ja nichts Neues. In Frasonegat fehlt noch ein Lager. Aber da kommen wir aktuell anscheinend auch noch nicht hin. Das wird wohl im späteren Questverlauf noch kommen. Und deshalb gehen wir wieder zurück zum Hauptquest und sprich mit Constantin über das Heiligtum. Und genau das werden wir jetzt machen. Also geht es zurück zum Wohnsitz. Und natürlich wieder quer durch das Lager. Aber wir reisen einfach weiter. Wir sind auf der Durchreise. Gleich sind wir da. Und da sind wir schon. Immer noch gleich eingerichtet. Bilder hängen nicht an der Wand. Nein, sie stehen auf den Schränken. Wenn das so Mode war zu dieser Zeit, okay. Dann ist das so. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Constantin jetzt überhaupt aussieht. Weil, hat sich ja... Ist ja immer schlimmer geworden, ist klar. Die Krankheit ist jetzt nicht ohne... er ist gar nicht da. Dann könnte es wirklich extrem verdammt ernst sein. Lieutenant, I demand an explanation. Tell us what is going on. We haven't heard anything about Lord D'Orsay's condition in spite of our inquiries. We are extremely worried. And then all of a sudden one of his guards appears, shaken and on his own, though he is part of his retinue. Please, allow me the chance to shed some light, my lady. Your soldier is nothing more than a coward for abandoning his highness. Tell me, what is going on? This soldier has just reported in. He is asking for reinforcements. He believes that Lord D'Orsay has been attacked. He believes. He ran here without full knowledge of what happened firsthand.
I was sent on patrol far from the camp, but I heard screams, from men and from beasts. I wanted to return to camp, but then I heard a deafening sound, grinding, like a landslide. I thought then it would be best just to go and get help. Thank you, Lieutenant. You are dismissed. I would like to have a discussion with this man alone. Yes, sir. My lady, could you lead these fine people into the hallway, if you would be so kind? Certainly. I deplore this embarrassing turn of events, but know that you have my full support in all circumstances. In the interest of avoiding a general panic, tell me precisely what happened back there. Your cousin ordered us to escort him beyond the town limits. The islander convinced him to go on some journey. By islander, do you mean the Denegat that came to treat his affliction? Yes, a strange bird. Missing more than one feather, you ask me, sir. I was ordered to set up patrol along a small path, rather far from the rest of the company. I was told to protect our perimeter from anyone wandering along. According to the islander, it was the only access to their planned destination. I did my rounds for quite some time. Not a soul came along. But then I heard cries a ways off, and I went running to help. I heard an enormous crashing sound like an avalanche of rocks. So then I turned right back around. And you ran all the way here? Es waren mehrere Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist der Konstantin mit dem Denegat unterwegs. Und da scheint irgendwas passiert zu sein. Die Frage ist nur, was? War es ein Angriff? Was war denn überhaupt der Grund der Expedition? Fangen wir mal damit an. My cousin was quite weak. Do you know why he decided to follow the Denegat? His Highness was feeling much better. The potions that he was drinking must have been potent. I mean to show no disrespect to His Highness, but that islander had the high ground in the War of Wits. I wasn't privy to their counsel. I haven't the beginning of an explanation for the expedition, but your cousin was all full of enthusiasm and ordered that we set out as quick as we could make ready. That sounds like him. What sort of mess has he gotten himself into? Again? I am sorry, sir, but I don't know anything else I could tell you. So, wo ist es passiert? Das wäre erstmal wichtig. Ne? Do you know precisely where the company was when you heard these sounds? No, not precisely. I hadn't gone there. But I could show you where I was posted. The islander said they were following the path, but he was quite a ways ahead when I lost sight of them. Also, er kann uns nur verraten, wo er war, als er die Schreie gehört hat. So, er die Frage, warum hat er nicht wenigstens mal nachgesehen, was los ist? Er ist direkt gerannt und hat gehofft, dass sofort Hilfe kommt. Why didn't you go and look for yourself? To see if they had been buried by a rock slide? What? Alone? What could I have done? It seemed of greater urgency to go and get help. I'm still having trouble deciding if cowardice or intelligence got the best of you. But that's a question for your superiors. Dismissed, soldier. Looks like I'm going on an expedition. Thank you, sir. Auf der Spur des Hochkönigs. Frage die Clananführer. Jetzt sind es also mehrere Hauptquests. Befrage die Clananführer. Auf der Spur des Hochkönigs oder auch Konstantins Schicksal. Die Suche nach Constantin. Deswegen werden wir jetzt erst einmal Constantin suchen. Und dazu möglicherweise mal wieder raus. Auch dann wieder raus aus der Stadt. Denn ich glaube nicht, dass das hier alles irgendwie innerhalb von Neue sich zugetragen hat. Das wird vermutlich alles außerhalb gewesen sein. Genau, in diese Richtung. Aber wir machen es kurz. Wir gehen wieder in den Wohnsitz. Und reisen von dort aus.
Und zwar dort finde Konstantin das Lager seiner Eskorte. Nach Magasvar, das Tal der großen Schlacht. Lager des Steinbogens. Dieses Lager werden wir wieder direkt durchreisen. So, und dann mal sehen, wo wir da jetzt genau hin müssen. Weil hier waren wir ja auch schon. Ich glaube, wir haben auch schon einiges von der Karte freigelegt. Einiges, fast alles. Ah, das ist sogar direkt hier. Gleich hier unten um die Ecke. Die Richtung schauen wir. Also ein Stück nach links. Und dann in die Richtung. Das sind ein paar Wölfe. Vielleicht können wir den vorbeischleichen irgendwie. Und dann gehen wir hier lang. This is the camp that Constantin's escort must have established. It looks more like a battlefield. I hope the Donegad and your cousin survived the fight. Search the zone. Let's see if we can find any clues as to what's happened here. So, wir haben also wieder mehrere Hinweise. Was haben wir denn hier so? The tents were lacerated by what looks like claws. And there are traces of blood everywhere. Some of these men must have been attacked in their sleep. By beasts? Von Klauen zerfetzt. Das klingt jetzt schon mal nicht, als wäre das von Menschenhand. Most of the weapons are missing. Our soldiers wouldn't have taken a rest without defenses. Our soldiers were attacked by surprise, and there were animals among the assailants. However, our men reacted properly. They were armed and they fled as best they could. There are no bodies, and no sign of Constantin or Katasak's presence here. Perhaps they were in another place, and the soldiers wanted to join them. We need to follow the tracks. Hat er gerade gesagt, es gibt hier keine Leichen? Schläft er dann nur? Oder der da hinten? Schläft der denn nur? Okay, aber es gibt keine Leichen. Ne, wir laufen einfach mal in die Richtung weiter. This area has been trampled. An entire stampede passed by here. Our soldiers must have fled the zone and taken this path followed by their assailants. Ach, hier waren wir da auch schon mal. Genau, das war hier ein großes Tor, das wir, glaube ich, nicht öffnen konnten. Aber hier... This is a sacred place of a native cult. No doubt this is where Katasak and Constantin were going. It isn't really a place of a cult, but rather a place of anchoring. A place where Donegada perform a ritual to become Sinol Menawi. These places are charged with great energy. Perhaps Katasak wanted to use it to bring relief to your cousin. Perhaps. There are bodies, and without a doubt there was fighting here. Search the place. Let's see what we are able to find. Hier gibt es auch noch ein paar Sachen zu untersuchen. Und zwar diese Leiche. Was ist denn das? The corpses of both men and beasts. These soldiers fought dearly until the end. Neither Constantin nor Katasak are among them. Das ist ja schon mal gut, dass von den beiden, die wir suchen, keine Leiche da ist. Crater. Without a doubt caused by an explosive potion. The soldiers might have been carrying them. They must have been desperate to have taken such drastic measures. Aber was ist hier geschehen? Selbst der Altar ist verrutscht. Aber das könnte schon vorher so gewesen sein. Oh, was liegt denn hier? This blade is a native ritual knife. And this bowl contained a potion. Someone wanted to perform a ritual here. Could Katasak have found a better means to alleviate Constantin's symptoms? Constantin and Katasak must have been visiting this place. Perhaps performing some sort of healing ritual. When the attack took place, the soldiers intervened, and many fell during the fight. But a group was able to escape down this path. We need to continue following their tracks.
Also hier gehe ich wahrscheinlich nicht rein. Es geht darum, wir müssen jetzt der Spur folgen. Und da wir von dort gekommen sind, vermute ich, dass wir in diese Richtung weitergehen sollen. Werden wir am Ende dort oben landen? Bei den Fragezeichen, die noch fehlen. So, was ist denn noch so alles passiert? Gehen wir einfach mal hier lang. Folge den Kampfspuren. More tracks. Footprints. They must have fled this way. Oh, ein brennender Baum. Also die gab es das letzte Mal nicht. Strange. These trees look half calcinated, as if they were exposed to immense heat. These weapons are in terrible condition. Whatever did these men come up against? Hier liegt ein Gewehr. Kann ich das mitnehmen? Das muss schon ein heftiger Kampf gewesen sein. Selbst die Bäume brennen noch. Another burnt tree. This path seems to have been scorched in flames. Dort brennt auch ein Baum, aber dort müssen wir sogar hin. Haben wir keine Chance. Wir müssen hier leider diese Leiche untersuchen. Und ihr steht mir jetzt gerade im Weg. Ich habe jetzt schon einiges an magischer Energie. Da kann ich ordentlich schießen. More signs of an explosion. I can't believe that our soldiers could be carrying so many explosive potions. These poor soldiers were torn to pieces. Animals again? Or something else? Also wenn er nicht glaubt, dass die Soldaten so viel explosives Zeug dabei hatten, dann könnte es ja sein, dass sie von anderen angegriffen wurden. Ist auch nicht von Eingeborenen, sondern es gibt ja noch die aus die Brückenallianz und die Erleuchteten. Vielleicht war einer von denen der Angreifer. Weil den Gouverneur einfach mal so ausschalten, das wäre doch für die. New footprints. It looks as if a group met up with them and took this path. There was more fighting over here. Gouverneur There are not ausschalten only the wäre ja corpses of our praktisch. own men, but where could these other soldiers have come from? Schauen wir uns mal, sind das hier andere Soldaten? Na, das erkennt man dann nicht, ne? Weil die Groschengarde ist ja bei allen dabei. Also dann würde doch gar nicht so genau erkennen, von wem die jetzt stammen. Wenn die jetzt nicht gerade so wie Ordo Luminis oder sowas wären, dann würde man es wissen. Aber Groschengarde, die sind ja bei allen dreien. More signs of explosions. But what were they doing with all these explosives on them? Wahrscheinlich wollten sie Bäume zum Brennen bringen. Und noch mehr zum Untersuchen hier. Was haben wir denn noch so? Hier hinten was? Wahrscheinlich nicht. Müssen weitere Folge den Kampfspuren. Müsste ja dann alles hier irgendwo sein, ne? Sollten wir doch hier noch irgendeinen Hinweis finden? Das war nur zum Plündern. Sehe ich etwas Roheisenerz? There are footprints. Only a handful made it up to here. Jetzt einfach mal in diese Richtung weiter. Genau, hier waren wir ja auch schon. The path stops on this overhang, and despite signs of a skirmish, I can't see any sign of Constantin or Katasach. Hier ist einiges los. Und als wir das letzte Mal hier waren, war dieser weiße Bock da drüben hier so schräg. Falls ihr euch dran erinnern könnt.
Da wir das untersuchen müssen, muss ich euch leider angreifen. Ratio ausgewichen. So, ich lade noch ein bisschen meine magische Energie auf. So, wo bist du denn? Der ist tot, okay. Der ist weg. Nein, ich will jetzt keine Potion. Ich will schießen. Erledigt. So, die sind alle erledigt und jetzt können wir die Spuren hier untersuchen. Was haben wir denn so Schönes? These rocks were broken, as if they had taken cannon fire. What could have happened here? Kanonen, aha. I don't recognize these men. Still more unknown soldiers. Could they have been responsible for the attack? This one is carrying a letter. Let's see. Oh, hat er einen Brief? According to this note, this troop came from an outpost of the Bridger lines close by. A patrol, no doubt. Could the bridge in some way be linked to this attack? That makes no sense. Also tatsächlich die Brückenallianz. These vials look familiar. Katasach used the very same to stock his potions. He must have come here. I'm going to pick them up. Genau, die Fiolen, von dem nehmen wir mal mit. I recognize this sack. It's my cousin's. Oh, Constantin, what have you gotten yourself into again? Very well. Let's sum things up. Constantin and Katasach definitely came through here to perform some sort of ritual. But they were attacked. An attack obviously involving wild animals. And then there are these traces of inexplicable flames. Could it be magic? You cannot suspect my people are behind this attack. You have strayed far from the path. No one would have attacked Katasach. Unless he himself was behind it. He is a powerful Donegad. The beasts obey him. How could you even think something like that? He is a healer. He brought comfort to your cousin. Perhaps he only did it to gain our trust. With Constantin captive, he now has leverage to apply to the colonists and force them to accept his conditions. But in all truth, I have no idea what to think. But regardless of who is guilty, I must find my cousin. We could return to Wenxavier to learn more. Perhaps Katasach returned there. Or maybe his Voglendai could tell us where to find him. We are also going to have to visit the outpost. Their soldiers were involved in the combat, or at least the end of it. They must have some stories for us. And you think that they would have taken Constantin? Is that possible? Maybe he was in need of treatment. But if you suspect them to have participated in the combat to capture him, I think you're wasting your time. I know the captain of that outpost. A pessimistic man who would never order an attack without being absolutely certain of total victory without losses. Perhaps. Unless he was simply obeying orders. It does belong to the Coin Guard, after all. However, one way or another, Constantin is in danger. Let us be on our way without further delay. Also die Vermutung, dass der Katasach selber in dem Angriff steckt, das glaube ich eher weniger. Vielleicht hat er sich auch selbst nur verteidigt. Vielleicht hat er die Tiere zu Hilfe gerufen. Weil er von der Brückenallianz angegriffen wurde. Weil warum war die Brückenallianz hier? Das wurde jetzt ja so nicht mit erwähnt. Bin mir jetzt auch nicht sicher, wie die Brückenallianz genau zu Magie steht. Stelle Untersuchung im Außenposten der Allianz an. Okay. Die Suche nach Constantin. Befrage Aiden in Wenxavier oder stelle Untersuchung im Außenposten der Allianz an. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Wahl. Also ich würde jetzt eigentlich direkt mal zum Außenposten gehen. Also ich glaube eher, dass die Brückenallianz mit der Sache was zu tun hat.
dass die Eingeborenen wirklich einen eigenen Heiler angreifen? Nee, also... Gut, das wäre erstmal was ganz Neues, aber ich glaube das eigentlich nicht. Aber genau wissen... Die Frage, ob ich überhaupt dahinter kann. Kämpft ihr, ne? Ihr kämpft jetzt, oder? Ja, okay, dann... Okay, so. Ja, du wolltest mich angreifen, das habe ich gesehen. Im Augenwinkel. Da warst du wieder zu langsam. Ja, eigentlich wollte ich nur an euch vorbei. Aber ihr habt mich nicht einfach passieren lassen. So, dann gehen wir mal wieder hier hinter. Was haben wir denn hier so schönes? Ein Lager? Was leuchtet denn da noch? Brief von Lady Morsch zu Händen des Gesandten der Kongregation Desade. Eure Exzellenz, ein Bote informierte uns über die Ankunft einer Delegation seiner Hoheit Prinz de Wespe. De Wespe. De Wespe kommt. Oh, de Wespe kommt, angeführt von seiner Tochter. Oh, eine Tochter. Falls es euch möglich ist, würde ich euch bitten, schnellstmöglich nach neue Serenade zurückzukehren. Ich weiß nicht, wie ich auf die doch recht verstörende Ankunft dieser Familie auf TFRD reagieren soll. Ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei guter Gesundheit und freue mich auf unser baldiges Wiedersehen. Ach, das ist jetzt ein Erweiterungspaket. Ach so. Dann lass mal dieses Erweiterungspaket einfach mal dort liegen. Vielleicht mache ich sowas ja mal am Ende noch. Oder ich lasse es einfach. Auf jeden Fall sehe ich, dass jetzt hier freigesprengt wurde. Wie war das? Sprengstoff? Für was brauchen die den ganzen Sprengstoff? Wurde das jetzt nicht mehrfach in den erwähnt, dass sie so viel Sprengstoff mit hatten? Okay, jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Wir werden ja hoffentlich nicht da angegriffen. Hallo. Colonials? You must have gotten lost to have come this far from nowhere. To whom do I owe the honor? Desade. I am legate of the congregation of merchants on this island. A legate? Here? Pardon my dismay, but we don't get many official sorts around here. Captain Idris. I am the ranking officer in charge of this Bridge Alliance outpost. What can I do for you, sir? So, ich frage direkt mal nach dem Verschwinden von Constantin. Gut, ich kann ja auch nicht viel anderes machen, außer zu gehen. I'm looking for Constantin d'Orsay, the island governor of the congregation of merchants. A governor? Here? Whatever would he be doing in this rattle? My cousin was part of an expedition in this region. His men and his camp were attacked. They nearly all died, but we found no trace of his body, which has us hoping that he may still be alive, wounded and holding up somewhere, or even captured. Have you cast your suspicions in our direction? I hope this is a joke. We've had neither reinforcements nor supplies for weeks. In my book, we've been totally forgotten. I wouldn't risk the few lives remaining to attack a governor's camp. I'm not crazy. I'm truly sorry for your cousin, Excellency, but we haven't seen him. And we definitely haven't kidnapped him. The region is dangerous. The natives are heartless. You should be looking in their direction. You do know that we found the bodies of several men from the garrison up there, don't you? How could you be sure? One of them was carrying a note, signed by your hand. And they are dead. I had hoped they'd have survived and would eventually return. Explain yourself, Captain. What were your men doing on the clifftop? They were monitoring the zone. They were to warn us of any troop movements. We have lost too many men to surprise attacks. We decided to take initiative and be ready. Yesterday, we heard screams
and saw some strange lights up there. But I was hoping... And you didn't go and see for yourself? You hear screams, certainly those of your own men, and you don't do anything. So the last of my men give up their lives for nothing as well? You can think of me as a coward if you like. But me, I'm taking no more unnecessary risks. Why do I have the feeling that you're holding something back from me? Captain, my name is Afra. You might remember me. I passed by this outpost with my fellow scholars. The Lost Expedition. Yes, I remember. His Excellency was able to extract us from the situation we found ourselves in. His Excellency has powers that I do not possess. I'm casting no stones at you. You are isolated and without resources, and understandably a bit angry. You have the feeling that the powerful of this world have abandoned you, and you want to make them pay. But a life hangs in the balance. We must save him. You were right. I will tell you everything I know. One of the men I posted there returned during the night. A survivor? Excellent. Did he tell you what happened? He wasn't able to say a word. He collapsed unconscious 2 steps past the doorway. Our nurse sits with him, but there is little hope that he will come back to himself. His wounds are extremely serious. He's just refusing to die. I'm sorry to hear that, Captain. Perhaps we could do something for him. Go and see the nurse. Perhaps you can do something to help the poor boy. I can't take it anymore. To lose another man. Anything else? I need to be going. I would very much like to do the same. Safe journey, Your Excellency. Also nach dem hat die Brückenallianz damit erst nichts zu tun. Zumindest nicht die von seinem Posten, hier von seinem Außenposten. Aber möglicherweise kommen die aus der Hauptstadt. So, jetzt suche ich nach der Krankenschwester. Dort soll noch ein Überlebender sein. Und den könnte ich mir vielleicht mal ansehen. What are you doing there? This is an infirmary. I know. I've come to see the wounded soldier. The captain told me you might need my help. That is very kind of him. But alas, it's a little late. What are you saying? Is the soldier... No, he still lives. But I've been asking the captain for weeks to escort me on a mission to replenish my stocks. I no longer have a single remedy. And now that we have a wounded patient, I can only wipe water on his brow and hope. Do you know what type of remedy would allow him to survive? Yes, at least I think so. It's a known potion that heals burns. I see. Give me the recipe. We'll go and see that it's prepared for you. Thank you. Because of you, this poor boy might be able to survive his wounds. Okay, ich soll jetzt zu diesem Tisch gehen, an dem wir vorbeigelaufen sind. Was haben die mit diesem Moonwalk? Und dann guckt er auch noch so. Ja, ich hab dich gesehen. Also nicht nur einmal in dem Spiel. Mehrfach. Ich soll jetzt einen gewissen Trank herstellen. Trank gegen Verbrennungen. Aus Tollkirschenbeeren. Okay. Also wenn ich mich recht entsinne, sind Tollkirschen giftig. Ihr könnt mich gern korrigieren, falls ich falsch liege. Aber vielleicht hilft es auch gegen Verbrennungen. Hier hast du. Are you able to concoct the potion against burns? Yes, I was. Might we administer it? Give it to me. I'll take care of this. We must wait and be patient now. Will he make it? I hope so. We'll know soon enough. This potion is extremely potent. And if he survives, when could we speak to him? Come back tomorrow at the same time. We'll know more then. Very well. I'll come back tomorrow. See you soon. And thank you again for your help.
Wir sollen also in genau 24 Stunden erneut hier sein, um zu sehen, ob er überlebt hat. So, Moonwalk ist auch vorbei. Dann haben wir jetzt ja keine Wahl, außer zu warten. Dann machen wir nochmal eine kurze Lesestunde. Hier gibt es noch 2 Verträge. Vielleicht ist da was Schönes dabei. Auftrag: vermisster Späher. Einer unserer Späher ist nicht von seiner Erkundungsmission im Wald im Norden der Region zurückgekehrt. Er versucht, ein Lager der Rebellen der Eingeborenen aufzuspüren. Dieser Späher kommt aus einer guten Familie und sie bieten eine Belohnung für jede Information, die ihnen helfen könnte, ihn zu finden. Im Wald im Norden der Region. Direkt mal auf die Karte schauen. Im Wald im Norden der Region. Wenn das die Region ist, dann ist hier nicht viel Wald. Außer man soll hier auch noch mal reisen. Das ist eine gute Frage. Was haben wir noch? Eine Gruppe Verbrecher töten. Reisende, seid auf der Hut. Es wurden Verbrecher beobachtet, die um die Wasserquelle im Osten herumstreunen. Ihr Lager ist sicherlich in der Nähe. Daher empfehlen wir dringend, diese Gegend zu meiden. Es sei denn, ihr seid schwer bewaffnet. Wer diese Bedrohung beseitigen kann, erhält eine Belohnung. Wasserquelle im Osten. Die Frage, wo hier die Wasserquelle ist, weil das ist für mich Westen. Aber möglicherweise sind das auch ganz andere Regionen. Ich weiß es nicht, vielleicht finde ich das auch rein zufällig irgendwo noch raus. Jetzt geht es darum, erstmal zu warten, was dann aus diesem Soldaten wird, und da hole ich euch dann einfach wieder dazu. Und bis dahin verbleibe ich wieder mit: Mögen die Hörner stets nach oben ragen.